Der Februar im Überblick. Fakten, Bedeutung und Einordnung. Der Februar ist kalt, oft dunkel und doch voller Bedeutung und Zeichen. Trotz Kälte und Dunkelheit bringt er Blumen wie das Veilchen hervor, die für Treue und Erinnerung stehen. Der Amethyst, Geburtsstein des Februars, verstärkt Spiritualität und schenkt Wärme in der kalten Jahreszeit. Der Februar symbolisiert Hoffnung. Er zeigt uns, dass nach dem langen Winter neues Leben erwacht. Was man im Februar beachten sollte. Der Monat im Überblick. Februar ist der Monat der Liebe. Doch in diesem Monat feiern wir nicht nur die romantische Liebe, sondern danken allen Menschen um uns, einschließlich uns selbst. Spirituell gesehen fordert uns der Februar zur Selbstreflexion auf. Wir schauen auf das vergangene Jahr zurück und richten uns neu aus. Es ist ein Monat des Übergangs und des Wachstums. Der Februar fordert Geduld und Ausdauer, so wie die Erde im Winter ruhen muss, bevor sie neue Kraft entfaltet. Betrachte den 1. Februar als zweiten Neujahrstag. Analysiere die Erfahrungen aus dem Januar und passe deine Ziele entsprechend an. Formuliere realistische, kleine Ziele anstelle von überzogenen Vorsätzen und feiere jeden Fortschritt. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Priorisiere, welche Aufgaben dir wirklich wichtig sind und fokussiere deine Energie darauf. Nimm den Perfektionismus zurück. Fortschritt wächst little by little. Auch kleine, unperfekte Schritte führen zum Ziel. Übe Nachsicht mit dir selbst. 80% Denken hilft mehr als 100% Perfektion. Setze Übungen statt Pflichten. Betrachte neue Gewohnheiten als Lernprozess. Das gibt dir Raum für Fehler und Wachstum. Plane deinen Monat bewusst. Trage Termine, Aufgaben und Erinnerungen in deinen Kalender ein. Struktur hält dich am Ball. Gönne dir Erholungsphasen. Plane persönliche Tage für dich selbst. Sie laden deine Energie auf und schützen vor Burnout. Bleibe flexibel. Nicht alles muss exakt nach Plan laufen. Wenn etwas nicht funktioniert, justiere dein Vorgehen. Verabschiede dich von Goal Guilt. Nicht perfekt erreicht zu haben, bedeutet nicht gescheitert zu sein. Jeder Schritt zählt. Feng Shui im Februar. Ordnung, Balance und Raumharmonie. Räum auf und entrümple. Ein aufgeräumtes Zuhause lässt das Qi ungestört fließen. Sorge für Licht und Luft. Öffne täglich Fenster und Vorhänge, damit frisches Qi einströmen kann. Halte Küche und Herd sauber. Im Feng Shui symbolisiert der Herd Reichtum und Lebensenergie. Schaffe Balance durch Elemente. Eine grüne Pflanze nahe Herd oder Spülbecken balanciert Feuer und Wasser durch das Holzelement. Wähle Farbharmonie. Grün steht für Erneuerung, Braun für Erdung und Stabilität. Rosa oder Pink fördern Herzensenergie, Selbstliebe und Mitgefühl. Nutze Naturmaterialien wie Holz, Rattan oder getrocknete Blumen. Kerzenlicht in warmen Farben bringt Ruhe und Wohlstand. Achte besonders auf Flur- und Eingangsbereich. Hier atmet dein Zuhause Qi ein. Entrümple systematisch Raum für Raum. Beginne jede Reinigung mit einer klaren Intention. Halte Schlaf- und Entspannungsbereiche frei von Unordnung. Ruhe braucht Raum. Nutze Sonnenlicht bewusst. Natürliches Licht reinigt und belebt dein Zuhause. Karma und das Gesetz der Anziehung im Februar. Verantwortung und Wirkung. Karma folgt dem Gesetz der Anziehung. Was du denkst und fühlst, kehrt zu dir zurück. Der 22. Februar trägt die Energie der Engelszahl 222. Sie steht für Balance, Harmonie und göttliche Bestätigung. Setze Absichten bewusst. Schreibe sie auf, visualisiere deine Ziele und lies sie laut vor. Manifestiere kleine Wünsche. Ein Vision Board hilft, den Fokus täglich zu halten.
Nutze Affirmationen. Meditiere mit einer brennenden Kerze und sage: Ich bin im Gleichgewicht. Mein Weg entfaltet sich im göttlichen Timing. Reflektiere deine Gedanken. Begegne negativen Gefühlen mit Mitgefühl und ersetze sie durch Dankbarkeit. Lerne loszulassen. Lass alten Groll ziehen, um Platz für Neues zu schaffen. Pflege positive Beziehungen. Jeder Akt der Freundlichkeit verstärkt positives Karma. Meditiere über Balance. Visualisiere, wie Gegensätze in dir harmonieren. Astronomie und Astrologie im Februar. Wissenschaft und Zeitqualität. Bis zum 18. Februar steht die Sonne im Zeichen Wassermann. Diese Zeit fördert Innovation, Gemeinschaftssinn und Weitblick. Tradition und Zukunft arbeiten zusammen. Bewährtes verbindet sich mit Neuem. Der Vollmond im Löwen am 1. Februar bringt Klarheit. Folge deinem Herzen bei neuen Projekten. Die Ringsonnenfinsternis am 17. Februar ist ein starkes Signal für Neubeginn. Ab dem 18. Februar beginnt die Fischesaison. Intuition und Vorstellungskraft werden stärker. Der nächtliche Sternenhimmel erinnert uns daran, wie klein unsere Sorgen im großen Universum sind. Wie der Mond seine Phasen durchläuft, so wandeln auch wir uns im Leben. Vertraue dem natürlichen Rhythmus. Kulturelle und historische Anlässe im Februar. Im nordischen Kalender gilt der 2. Februar als Fest der Neuanfänge. Er ist der Vorbereitung des Landes auf die Frühjahrsaussaat gewidmet. Nach altem Volksglauben heißt es: Ist Mariä Lichtmess am 2. Februar klar und hell, dauert der Winter noch an. Regnet es an Lichtmess, dann zieht sich der Winter langsam zurück. In der Astrologie steht der Wassermann vom 21. Januar bis 19. Februar für schöpferische und unabhängige Energie. Die Fische vom 20. Februar bis 20. März gelten als einfühlsam und künstlerisch. Nach chinesischer Tradition beginnt der Frühling mit dem Sonnenfest Lichun am oder um den 4. Februar. Zu dieser Zeit beginnt das Yang-Energiepotenzial anzusteigen. Am 15. Februar feierten die Römer die Lupercalien. Dieses Fest diente als Reinigungs- und Fruchtbarkeitsritual für die Stadt und ihre Bevölkerung. Das keltische Fest Imbolc, gefeiert am 1. oder 2. Februar, ehrt die Göttin Brigid. Es steht für Geduld, Hoffnung und neue Anfänge beim Wiedererwachen der Natur. Der Februar ist mehr als nur ein kurzer Monat. Und wer seine Zusammenhänge versteht, sieht das ganze Jahr mit anderen Augen. Ich wünsche Ihnen einen Februar, der Klarheit bringt. Mit Momenten zum Innehalten, Verstehen und bewussten Weitergehen.